Mein Name ist Lukas Straffiel. Ich bin Mitglied der Dritten Stimme und bin 18 Jahre alt. In diesem Verein bin ich seit 2 Jahren tätig. Elias Otto, ich bin 12 Jahre alt. Ich bin in dem Verein seit 4,5 Jahren und bin Dritte Stimme. Ich bin Marie Oeding, bin 12 Jahre alt, seit ungefähr 2 Jahren dabei und in der Zweiten Stimme. Ich bin Laura Breuer, 19 Jahre alt, in der Zweiten Stimme und seit fast 9 Jahren im Fanfarenzug. Ich bin die Stefka, bin 25 Jahre, bin seit 11 Jahren im Verein und bin bei den Tomtoms. Ich heiße Leonie Fingerhut, bin 10 Jahre alt, in der 4. Stimme und 4,5 Jahre im Verein. Also ich bin Antonia, bin 15 Jahre alt, bin seit 7 Jahren in der 4. Stimme im Fanfarenzug Strausberg. Also mein Name ist Manja, ich bin 25, 4. Stimme und 14 Jahre im Verein. Mein Name ist Anne Greil, ich bin 19 Jahre alt und seit 13 Jahren in der 4. Stimme. Ich bin Cassandra, 13 Jahre alt, bin TomTom und bin 3 Jahre dabei. Ich bin die Diana, 26 Jahre alt, Hochtrommler und seit 1999 dabei. Also ich bin Vincent, bin 13 Jahre alt, bin Marschtrommler und seit letztem Jahr Dezember dabei. Also ich bin Vanessa, bin 18 Jahre alt, bin Hochtrommlerin und bin seit 11 Jahren im Fanfarenzug. Ich bin Michi, bin 18 Jahre alt, erste Stimme und seit ungefähr 10 Jahren dabei. Mein Name ist Kevin Thürmann, ich bin im Register der Marschtrommler. Ich bin 23 Jahre alt und bin seit dem Jahr 2000 im Verein. Auf jeden Fall die Vereinsfahrten, Auftritte jedoch auch. Am tollsten finde ich jedoch die Meisterschaften, zu welchen wir immer fahren. Dass ich da erstens viele Freunde drin habe, deswegen bin ich auch hauptsächlich hier reingekommen. Sehr nette Leute, ja. Die Farben blau-weiß und dass wir so viele Auftritte miterleben und die Weltmeisterschaften mitmachen. Dass ich ganz viele Leute habe, die mit mir das Hobby teilen, das Interesse teilen und dass ich eigentlich dort auch meine besten Freunde kennengelernt habe. Die vielen Reisen, die ganzen Freundschaften, die geschlossen worden sind und einfach die Leute. Dass man Spaß hat und viele Freunde hat. Das Zusammenleben, also für mich schon wie eine zweite Familie und man kommt immer wieder und hat Spaß. Am meisten gefallen mir die Vereinsreisen, die Wettkämpfe und der Zusammenhalt, der dabei entsteht. Am besten gefällt mir der Zusammenhalt mit all meinen Freunden und generell der Zusammenhalt des ganzen Vereins. Sehr doll die Vereinsreisen und ja, die Freunde halt, dass alle so nett sind. Und dass selbst wenn man schlechte Laune hat und zum Training kommt, ist immer irgendwer da, der einen zum Lachen bringt und dann geht man mit guter Laune nach Hause. Dass das einfach Spaß macht und dass man halt in die ganze Welt ausreisen. Das ganze Zusammenarbeiten, das zusammen trainieren, der Zusammenhalt. Dass wir eine Gemeinschaft sind und halt alle sehr gut zusammenarbeiten. Durch meine Freundin. Durch eine Freundin, da sie auch mal in diesem Verein war. Ja, ich war erst beim Tanzen, da hat es mir aber nicht mehr so gefallen. Und dann bin ich mit einer damaligen guten Freundin zum Fanfarenzug gegangen, weil wir den immer schon voll cool fanden. Ich war damals auf der Schiller Realschule in Strausberg und der Fanfarenzug hatte dort zu einer Schulveranstaltung einen Auftritt. Und damals hatte ich in meiner Klasse die Nele Sobzig und daraufhin bin ich zum Fanfarenzug Strausberg gekommen. Eine gute Freundin, Lena, die hat gesagt, ja komm doch mal mit und guck's dir an und mir hat es von Anfang an gefallen und ja. Durch eine Freundin, durch meine Schwester. So ganz typisch durch die Nachwuchswerbung in der Grundschule. Über meine Mutter. Durch die Nachwuchswerbung, durch Schulwerbung. Damals wurde in meiner Grundschule Werbung vom Verein, für den Verein gemacht. Die Halloween-Party 2013, die war sehr lustig und auch sehr schön. Also ich glaube, die lustigsten Erlebnisse sind immer die Trainingslager. Vor allem die Abende mit den ganzen Leuten zusammen. Mein schönstes Erlebnis im Verein war, wo mir gesagt wurde, Stefka, du hast deinen eigenen Showplatz. Das fand ich toll. Das Lustigste war, dass ich irgendwann mal beim Auftritt von einem Pferd umgerannt wurde. Als wir 2010 Weltmeister geworden sind im Marsch,
Mein schönstes und wahrscheinlich auch mit eines meiner prägendsten Ereignisse war der Weltmeistertitel von 2010 im Marsch. Ich freue mich jedes Jahr immer wieder, wenn wir hier am 3. Oktober alle zusammen das Feuerwerk genießen und zurückblicken auf die Saison. Auf die Herbstfanfare. Die Herbstfanfare. Auf die ganzen Veranstaltungen. Also immer die Fanfaronade und Herbstfanfare finde ich immer sehr spannend, ist immer sehr schön und macht auch immer Spaß. Auf die neuen Wettbewerbe, auf die Vereine, die wir dort treffen und wie es ausgeht. Auf die ganzen Wettkämpfe und ja. Auf die Meisterschaften und auf die Trainingslager. Einfach jedes Jahr wieder auf das Feeling. Ich stelle mich jetzt hier hin und warte, dass ich in 2 Minuten auf den Rasen gehe. Auf die Vereinsreisen. Ja, es gibt viele Sachen, auf die man sich freut. Auf die Vereinsfahrten, selbst manchmal aufs Training, auch wenn es ganz schön anstrengend ist. Auch Showtraining. Ich war mega aufgeregt, da ich auch noch in der ersten Reihe gelaufen bin, als wir zur Show aufmarschiert sind. Ich war wirklich so todesaufgeregt. Ich war richtig froh, dass Max dabei war. Ansonsten hätte ich das, glaube ich, nicht überstanden. Sehr aufgeregt. Ich habe mich eigentlich nicht wirklich getraut, aber dann waren ja meine Freunde auch dabei und haben mich dann so überzeugt, das schaffst du, alles wird gut. Kann ja eigentlich nichts passieren. Schrecklich, weil es ein Wettkampf in Belgien war und ich auf einmal auf diesen riesen Platz musste, wo so viele Leute zugeguckt haben und ich das überhaupt noch nicht kannte. Und danach war es aber umso besser. Bei meinem allerersten Wettkampf war ich richtig aufgeregt. Pure, volle Energie. Ich war aufgeregt. Ich war sehr aufgeregt, weil ich noch sehr jung war und damit natürlich keine Erfahrung hatte. Ich war sehr aufgeregt, aber auch sehr stolz, dabei sein zu dürfen. Ich war richtig aufgeregt, aber im Nachhinein lief alles glatt. Bei meinem allerersten Wettkampf war ich unglaublich aufgeregt, habe einen riesen Haufen Fehler gemacht und ja, aber irgendwie ist doch alles über die Bühne gegangen. Beim ersten Trainingslager. An meinen allerersten Auftritt, und zwar die Herbstfanfare Welches Jahr? 2013. An die ganzen verrückten Leute hier, mit denen man so viel erlebt hat. Die immer wieder tollen Sportlerbälle oder Verbrüderungsabende. Dass es mir Spaß macht. An die ganzen tollen Erlebnisse, die ich mit dem Verein erleben konnte und ja. Ich werde mich daran erinnern, dass ich Freunde fürs Leben gefunden habe. An die schöne Zeit mit allen. An die ganzen Leute, die man hier kennengelernt hat. Wahrscheinlich, wie toll es hier ist. Na, dass ich hier halt viele Freunde kennengelernt habe, viele verschiedene Freunde, verschiedene Menschen einfach vom Charakter her. An die tollen Freunde, die ich da kennengelernt habe. Am besten fand ich bis jetzt die Spanienfahrt. Belgien und Spanien. Eigentlich jedes Jahr oder jedes zweite Jahr Belgien, weil wir dort immer so herzlich aufgenommen werden. Belgien. Nach Dänemark. Kanada 2008. Weil ich da noch so klein war und total stolz war, dass ich da schon mitfahren durfte und sogar den Wettkampf mitlaufen durfte. Meine schönste Vereinsreise war 2008 Kanada. Kanada 2008. Kanada. 2008 in Kanada. Kanada 2008. Ach, ich fand eigentlich alle Vereinsreisen schön, aber ich glaube, immer in Erinnerung wird mir bleiben die sehr marode Turnhalle in Kerkrade. Eigentlich waren alle cool. Auf jeden Fall sehr spaßig und ja, hoffentlich kommen noch viel mehr Leute dazu, dass man noch mehr rumkommt. Riesige Wettkämpfe. Ja. Meine Zukunft, also dass ich ja ein guter Spieler werde, das will ich auf jeden Fall und das werde ich probieren auch zu erreichen und dass auch meine kleine Schwester in den Fanfaren zu kommen und dass ich sie dann auch ausbilden kann. Ja. Dass wir noch sehr viel Spaß haben und dass wir auch noch sehr viel erleben und sehr viel reisen. Ja, also ich glaube, der Fanfarenzug wird eigentlich immer so noch bei mir bleiben, auch wenn ich ganz später mal irgendwann nicht mehr dabei sein werde. Weil man halt einfach so viel draus mitgenommen hat. Und ich werde auf jeden Fall meinen vielleicht späteren Kindern sagen, dass sie unbedingt im Fanfarenzug müssen.
Da ich ja wieder im Verein dabei bin und aktiv bin seit diesem Jahr, freue ich mich auf die Zukunft und freue mich auf das gemeinsame Musizieren und wünsche dem Verein, dass er weiterhin so bleibt, wie er ist und dass wir noch jede Menge Spaß haben werden. Lustig, spaßig. Ich hoffe, ich bin noch lange im Verein und kann meine Freude weiter teilen. Ja, ich hoffe, bald mal wieder mit einer goldenen Medaille vom Platz zu gehen. Ich möchte Spaß haben. Naja, dass ich wahrscheinlich so lange wie möglich erstmal hier drin bleibe und gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall möchte ich viele, viele Erfolge noch mit dem Vereinsveranzug haben und auch, dass ich weiterhin Spaß habe. Schön. Ich möchte auf jeden Fall in der nächsten Zeit aktiv bleiben und auch noch sehr lange aktiv bleiben, soweit mir das alles möglich ist. Ich hoffe, dass es weiterhin so gut vorangeht, wie es jetzt schon vorangegangen ist, dass sich das weiter gut entwickelt. Ich bin stolz, Mitglied zu sein. Ja, ich bin sehr stolz, hier drin zu sein. Ja. Ja. Ich bin definitiv stolz, Mitglied in diesem Verein zu sein, wie auch im Förderverein. Ja. Ja. Ja, sehr sogar. Ja. 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 Ja, sehr. Ja. Ja. One band, One sound.